Hi, ich bin Robin und ich habe eine Superkraft. Ich kann E-Autos viel weiterfahren lassen. Und diese Superkraft hast du auch bald mit meinen 5 Tipps für effizienteres Fahren mit dem Elektroauto. Die Reichweite ist immer das große Thema, wenn es um Elektroautos geht. Da wird dann ausgiebig über die Größe der Batterie diskutiert und über Ladezeiten, was ja auch alles richtig ist, aber ein wichtiger Faktor fehlt oft, nämlich du, ja, oder wer hinterm Steuer sitzt. Also schauen wir doch mal, wie du so richtig effizient unterwegs sein kannst. Effizienztipp 1: Die richtige Geschwindigkeit. Schlechte Nachrichten für alle, die gerne zügig unterwegs sind, denn effizient ist das nicht. Schuld daran sind nicht die Hersteller, sondern die Physik. In diesem Fall insbesondere der Luftwiderstand, denn der steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit. Das heißt, doppeltes Tempo gleich 4-facher Luftwiderstand. Und dann setzt die Physik noch einen drauf. Die benötigte Leistung wird dann 8-mal so hoch. Und das saugt natürlich ordentlich Energie aus den Akkus. Und was das genau für die Reichweite bedeutet, ist natürlich von Modell zu Modell verschieden. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, wer auf der Autobahn eher 100 als 160 fährt, der kann seine Reichweite schnell mal verdoppeln. Das ist doch nicht schlecht, oder? Aber klar, auch ein Verbrenner, der auf der Autobahn mit 160 km/h unterwegs ist, der muss schneller nachtanken, als wenn du nur 100 km/h fährst. Du kannst uns auch helfen, unsere Reichweite zu verdoppeln, indem du einfach den Kanal abonnierst und die Glocke drückst. Und wenn dich das Thema Reichweite interessiert, dann schau doch mal in dieses Video hier rein. Den Link findest du auch in der Infobox. Effizienztipp 2: Rekuperation richtig einsetzen. Das Thema Geschwindigkeit gilt ja für E-Autos und für Verbrenner gleichermaßen. Das Thema Rekuperation ist aber exklusiv für uns Strombegeisterte. Kurz zur Erinnerung: Rekuperation bedeutet, dass unser E-Motor zum Generator wird, sobald wir vom Strompedal gehen. Die Bewegungsenergie wird in Strom umgewandelt und der Akku wird aufgeladen. Durch den Widerstand bremst das Auto gleichzeitig ab. Also je nach Einstellung so stark, dass die Bremse gar nicht benutzt werden muss. Der Rekuperationsgrad lässt sich bei vielen Fahrzeugen in Stufen einstellen. Wer viel in der Stadt unterwegs ist, wo ja bekanntlich viel gebremst werden muss, der kann mit hoher Rekuperation fahren, um dann eben möglichst viel Energie wieder in den Akku zurückzugewinnen. Wer auf der Autobahn oder Landstraße fährt, der ist vielleicht mit weniger Rekuperation effizienter unterwegs, da hier ja im Normalfall nicht so viel gebremst werden muss. Hier lautet das Stichwort Segeln. Also wenn vor mir langsamer gefahren wird, dann lasse ich es einfach rollen. Der Verbrauch sinkt auf 0. Ganz einfach. Aber dafür ist etwas Entscheidendes wichtig. Der nächste Tipp. Effizienztipp 3: Vorausschauend fahren. Also ich mache jetzt bestimmt keinen auf Oberfahrlehre, aber vorausschauend fahren ist einfach ein Effizienzgeheimtipp. Denn so toll Rekuperation auch ist, bringt sie nur einen Teil der Energie zurück, die vorher für die Beschleunigung verbraucht wurde. Der Viertelmeilensprint von Ampel zu Ampel, der frisst auch mit hoher Rückgewinnung immer mehr Energie als leichtes Beschleunigen und dann ausrollen lassen. Sonst wären wir ja tatsächlich mit einem Perpetuum mobile unterwegs. Das gilt in der Stadt genauso wie auf der Autobahn. Auch hier ist man mit Weit- und Voraussicht deutlich sparsamer unterwegs. Dazu ist es auch sicherer und viel entspannter. Effizienztipp 4: Richtig kühlen und wärmen. Schön warm im Winter oder eben angenehm kühl im Sommer. Ich glaube, darauf können sich wohl die meisten einigen, wenn es um die Temperatur im Auto geht. Aber wer hier mit etwas mehr Bedacht am Regler dreht, der kann auch hier Energie sparen. Kleines Beispiel: Stelle ich bei 30 Grad Außentemperatur die Klimaautomatik auf 20 Grad, verbraucht die Anlage etwa 2 Kilowattstunden, was die Reichweite je nach Modell auch mal so um 10–15% reduziert. Wenn ich mich aber mit 25 Grad zufrieden gebe, dann liegt der Mehrverbrauch nur noch bei 0,5 Kilowattstunden und die Reichweite verringert sich nur um 2 oder 3%. Die Temperaturdifferenz ist also der Schlüssel zur Effizienz und übrigens auch für den Körper. Außerdem können Temperaturunterschiede von 10 Grad und mehr beim Aussteigen gerne mal auf den Kreislauf schlagen. Und auch beim Heizen solltest du auf die Temperatur achten, denn hier geht mindestens genauso viel Strom drauf wie beim Kühlen. Besonders effizient ist hier eine Sitzheizung, die die Wärme ja direkt an den Körper abgibt und nicht wie das Gebläse erstmal die ganze Luft aufheizen muss. Und dafür kann man die Innenraumtemperatur dann deutlich senken, ohne vor Kälte zu zittern. Mein Tipp: Wer den Akku schonen will, der kühlt oder heizt übrigens sein Fahrzeug vor, also während es noch geladen wird. Dann wird die ganze Energie nicht während der Fahrt aus dem Akku genommen. Clever, oder?
Effizienztipp 5. Der Eco-Modus. Zugegeben, Eco-Modus? Echt jetzt? Ja, dieser Tipp ist schon recht banal, aber auch einfach super effizient. In diesem serienmäßigen Sparprogramm, das viele Hersteller anbieten, wird vor allem die Motorleistung reduziert. Das ist zwar nichts für die Fans von Teslas Insane oder Ludicrous Modus, aber gerade im Stadtverkehr eine sehr effiziente Lösung. Zusätzlich werden oft auch weitere Verbraucher begrenzt, zum Beispiel die Klimaanlage oder Heizung, Entertainment-Systeme oder Beleuchtung. Alles wirkt sich positiv auf den Akkustand aus und das alles quasi nur auf einen Knopfdruck. Mein Fazit. Du siehst, ein Elektroauto noch effizienter zu bewegen, ist gar kein Hexenwerk. Viele Faktoren haben wir selbst in der Hand, beziehungsweise im Fuß. In anderen Bereichen erledigt das auch die Technik für uns. Am Ende steht ein deutliches Plus hinter der Reichweite und ein gutes Minus hinter den Kosten. Weitere praktische Alltagstipps findest du übrigens auch im NBW Magazin. Den Link habe ich dir in der Infobox hinterlegt. Probier die Tipps doch einfach mal bei deiner nächsten Fahrt aus und gib gerne in den Kommentaren mal Feedback, ob sie bei dir genauso gut funktioniert haben wie bei mir. Und da kann ich nur empfehlen, schau unbedingt in den Sommer-Roadtrip rein. Da bin ich nämlich auch eine ziemlich lange Passstraße vom Berg runtergefahren und bin mit mehr Prozent unten angekommen, als ich oben losgefahren bin. Also wenn du selbst auch noch weitere tolle Effizienztipps hast, dann teil sie gerne mit uns allen. Ich bin mal gespannt, was du da so schreibst. Ich hoffe, dass du jetzt noch viel mehr Spaß mit deinem Elektroauto hast und natürlich beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und wer auf der Autobahn oder auf der Landstraße fährt, der ist vielleicht mit weniger Rekuperation. Economy, Ecologic. Also der Schlüssel zur Effizienz. Und ich habe Ludicrous gesagt.